Landwirtschaft Stift Heiligenkreuz. Den Menschen und der Schöpfung verpflichtet. Wir müssen in der Landwirtschaft in Einklang mit der Natur arbeiten. Kein Jahr ist gleich wie das andere. Wenn man glaubt, man hat das in einem Jahr perfekt alles hinbekommen, nächstes Jahr ist eben aufgrund der Witterung, sei es Frost, Trockenheit etc., es ist immer anders. Ich bin jetzt über 30 Jahre in der Landwirtschaft aktiv tätig. Ich könnte nie sagen, dass ein Jahr gleich war wie das andere. Aber das ist auch das Schöne dabei. Ja? Wenn man mit der Natur so verbunden ist, verwurzelt ist, ist auch schön. Ja? Aber immer wieder den neuen Herausforderungen stellen. Ein Kloster ohne Landwirtschaft, Forstwirtschaft und auch Weinbau konnte im Mittelalter nicht existieren. Schon wenige Jahre nach der Gründung von Heiligenkreuz, nämlich 1137, 1138 hat Leopold IV., der Markgraf von Österreich, dem Stift Heiligenkreuz die Landwirtschaft in Trumau geschenkt. Ein ganz wichtiges Standbein. Später haben wir auch den Edmundshof im Burgenland bekommen und natürlich auch hier in Heiligenkreuz die Landwirtschaft. Schon wenige Jahre nach der Gründung lebten im Stift Heiligenkreuz über 300 Mönche, von denen die sogenannten Konversen den größten Teil ausmachten. Diese Laienbrüder sorgten dafür, dass sowohl Land- und Forstwirtschaft als auch der Weinbau erfolgreich betrieben wurden. Mit modernster Technik wird dieselbe Fläche heute von einem kleineren, landwirtschaftlichen Allrounder-Team bewirtschaftet. Auf dem Betrieb mit knapp 1300 Hektar haben wir 4 Personen fix als Traktorfahrer angestellt. Im Sommer kommt teilweise noch eine Aushilfe dazu, beziehungsweise ein Praktikant. Sind fast, wir rechnen da 300 Hektar pro Person circa. Und in Verbindung mit der heutigen Technik, die sich die letzten Jahrzehnte immens weiterentwickelt hat, ja, ist dies möglich. Ja. Natürlich, man braucht gute Mitarbeiter, die auch mitdenken bei der Arbeit, die auch wissen, warum geht es. Es wird ihnen auch erklärt, weil die arbeiten direkt vor Ort mit den Maschinen, mit dem Boden. Den Mönchen war es seit jeher ein Anliegen, das ihnen anvertraute Land nachhaltig zu bewirtschaften. Dieses Umweltbewusstsein und ihre Offenheit für technische Innovationen führten zur Umstellung des Betriebs auf moderne Biolandwirtschaft. Wir waren sicher mit ein Grund dafür, dass umgestellt worden ist, der Betrieb. Es ist eine Urproduktion, was wir betreiben, und das Getreide ist ein Grundnahrungsmittel. Wir freuen uns jeden Tag darüber, gesunde Lebensmittel produzieren zu können. Die Tätigkeiten in der Biolandwirtschaft haben sich ein bisschen verändert. Die Arbeiten haben sich auch geändert. Es wird mehr mit die Geräte gefahren, Hackgeräte, Striegel, und weniger mit chemischem Einsatz, die Unkräuter und Schädlinge reduziert. Wir machen alles, was am Betrieb anfällt, von Grünpflege, mit den Maschinen fahren, alle Geräte, die es am Betrieb gibt, Mähdrescher, Traktor, Teleskoplader, Stapler, im Getreidelager reparieren, alles, was anfällt. Und das Allerwichtigste ist für mich zumindest als Betriebsleiter, dass die Leute, die Beschäftigten, eine Freude an der Arbeit haben. Wenn die motiviert sind und eine Freude an der Arbeit haben, dann ist schon das Engros gemacht. Vor der Ausbringung auf die Felder wird das Saatgut stichprobenartig auf seine Qualität und Zusammensetzung überprüft. Besteht es den Test, wird bestimmt, wie viele Pflanzen angebaut werden sollen. Wir haben hier Saatgut gekauft. Ist eine Mischung aus Ackerbohne, Blatterbsen. Angegeben war das Saatgut mit einer Mischung von 60% Ackerbohne und 40% Blatterbse. So, und jetzt möchten wir auch wissen, wie viele Körner bauen wir eigentlich an. 2, 4, 6,
Wir möchten anbauen 125 Kilogramm pro Hektar in der Mischung auf dem Verhältnis 60:40, was wir vorher gesprochen haben. Ergibt bei dieser Aussaatmenge 15 Pflanzen pro Quadratmeter. Um in der kommenden Erntezeit ein problemloses Arbeiten der Mähdrescher zu ermöglichen, muss das Saatbeet in einem ersten Schritt vorbereitet, abgezogen und eingeebnet werden. Sowohl für diesen Arbeitsschritt als auch für die darauffolgende Aussaat kommt im Landwirtschaftsbetrieb des Stift Heiligenkreuz modernste Technik zum Einsatz. Ja, wir stehen hier bei der Maisanbaumaschine. Vorne der Saatgutbehälter. Über die Schläuche wird mit Luft das Saatgut zu den Säeelementen befördert. Mit der Scherbe wird eine Saatrille gezogen und das Saatgut wird in die Saatrille abgelegt. Dann mit einer Druckrolle in den Boden angedrückt und mit dieser Rolle die Rille verschlossen. Wir hier in diesem Fall bauen ca. 80.000 Pflanzen oder Körner an pro Hektar. Die Pflanze bildet mehrere Triebe. Das ist der Begriff Bestockung. Bestockung ist wichtig, da bildet sich ein Wurzelsystem. Je mehr Triebe, desto stärker in der Regel das Wurzelsystem. Und die Natur macht das, dass dann von einem Saatkorn 1 bis 2, in der Regel 2 Pflanzen übrig bleiben. Hier sieht man schön das Saatkorn. Daraus hat sich der Spross entwickelt und nach unten die Wurzel. Und hier sieht man sehr schön den Ansatz der Knöllchenbakterien. Die Pflanze hat die Eigenschaft, den Luftstickstoff zu binden. Und diese Knöllchenbakterien liefern uns den Stickstoff für die nächste Kultur. In der Biolandwirtschaft Heiligenkreuz steht jedoch nicht nur die Sorge um das Pflanzenwachstum im Fokus. Auch das Gleichgewicht von Flora und Fauna ist ein besonderes Anliegen des Klosterbetriebs. Wir sind dankbar, dass man auch heute bereit ist, Innovation zu verbinden mit Tradition. Das heißt, dass man wirklich neue Wege geht, um biologische Landwirtschaft so zu gestalten, dass tatsächlich die Umwelt und die Natur erhalten wird und geschützt wird und die Menschen nachhaltig eine Landwirtschaft in ihrer Ernährungskette haben, die ihnen auch Gesundheit schenkt und, wie Papst Franziskus es sagt, wirklich ein Leben gewährleistet, das für viele Generationen dann auch nicht nur erfolgreich ist, sondern auch zum Segen wird. Zum Erhalt des ökologischen Gleichgewichts verzichtet der Betrieb bewusst darauf, die gesamte zur Verfügung stehende Fläche für den Anbau zu nutzen. Zwischen den Feldern wird ein breiter Grünstreifen belassen, der unter anderem als Rückzugsort für die Tiere dient. Die großen Flächen teilweise den Lebensraum natürlich einschränken. Wir haben hier im Windschutzgürtel eine Wasserstelle angelegt. In der Vorsommertrockenheit wird das sehr stark angenommen oder teilweise haben die Tiere einen Mangel und wenn zu wenig Wasser ist, haben wir dann große Ausfälle bei den Wildtieren und es wird auch von den Vögeln, Enten, Rehen, also das wird wirklich sehr gut angenommen. Was uns sehr positiv für die Herbstkulturen, sprich Mais, Soja, geholfen hat, war die Beregnung. Und die haben wir Gott sei Dank zeitgerecht angesetzt und haben immens viel heuer beregnet für Mais und Soja. Wie erfolgreich das monatelange Zusammenwirken von Mensch und Natur war, zeigt sich eindrucksvoll an den gereiften Feldern. Die Feldfrüchte werden mit Mähdreschern geerntet, dort direkt in Anhänger verladen und mit Traktoren in den Landwirtschaftshof verbracht. Davor gilt es noch, den richtigen Erntezeitpunkt festzulegen. In der Früh, wenn ich ins Büro komme, PC Wetterbericht anschauen. Wie wird sich das Wetter entwickeln? Wenn alles wunderbar läuft, die Ernte ist noch nicht alles reif, läuft sukzessive in der Reife ab, Wetterperiode schön, läuft so alles wie am Schnürchen. Wobei ich sage, bei der Ernte, also man soll schon den Tag ausnützen und so bis 21, maximal 22 Uhr, das ist so der Plan.
Extremsituationen war schon, was wirklich, ich erinnere mich jetzt, wo viel Getreide reif war und also eine Schlechtwetterperiode war. Dann haben die Fahrer, die Mähdrescherfahrer, den Auftrag bekommen. Normal wird das Getreide so 5–10 cm über den Erdboden abgemäht, aus Schnittwerk höher auf halbe Meter Stoppeln stehen lassen und wirklich Fläche zu machen. Ja. Das kann sich oft wirklich dann finanziell positiv auswirken. Man bekommt das Getreide schnell in den Hof hinein, mit einer guten Qualität noch, nicht angeregnet. Man muss allerdings einen zweiten Arbeitsgang dann machen, um diese hohen Stoppeln, die der Drescher stehen hat lassen, abhäckseln. Aber das ist es vielfach wert. Ja. Sind die vollbeladenen Anhänger im Hof angekommen, wird die Ernte mit einer im Boden eingelassenen Waage erfasst und im Anschluss in die großen Hallen des Betriebs eingelagert. Dort wird der Ertrag getrocknet und abschließend zum Transport verladen. Hier haben wir ein Wiegeprogramm. Jede Wiegung wird praktisch festgehalten, was reinkommt, wie jetzt zum Beispiel bei der Maisernte. Wir geben hier ein, von welchem Feld kommt es. Das Gewicht wird festgehalten, danach wird abgeladen, kommt zur Trocknung. Währenddessen wird die Feuchtigkeit auch bei der Anlieferung festgestellt. Das machen wir hier mit diesem Gerät. Wird auch vermerkt in der EDV. Und beim Auslagern ist es so, dass auch von welcher Lagerzelle kommt der Ware dann und welcher Frechter, welcher Aufkäufer bekommt es. Es geht alles über das Silobuch. Für die Landwirte ist das Jahr mit dem Einbringen der Ernte aber noch nicht abgeschlossen, denn die Felder werden schon für die Winterruhe und den Anbau im nächsten Jahr vorbereitet. Also momentan geht es im Hof ziemlich zu, weil Schwerpunkt eben durch die Maisernte, Trocknung und das ist schon Arbeitsspitze jetzt im Herbst. Es wird insofern ruhiger, dass die Ernte erledigt ist. Ja? Aber es müssen ja die ganzen Felder noch bearbeitet werden. Ja? Also das zieht sich schon noch November bis Dezember hin. Ja? Wir danken vor allem heute auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren großartigen Einsatz und dafür, dass sie mithelfen, dass diese Güter gut bewirtschaftet werden. Dass wir nicht nur wirtschaftlich erfolgreich sind, sondern auch umweltbewusst und langfristig und nachhaltig wirtschaften, damit nicht nur wir, sondern vor allem auch die Menschen, die in einer langen Nahrungskette hier auch davon profitieren, gesund leben können. Es ist immer das Schöne, wenn man durch die Flur geht, in der Natur geht und man sieht praktisch, wie die Pflanzen gedeihen und dass sich auch die Mühe bezahlt macht. Das ist das Schöne daran. Ja. Landwirtschaft Stift Heiligenkreuz. Den Menschen und der Schöpfung verpflichtet.